Herzlich willkommen bei So macht Katz das. Ich möchte mit dir heute ein Fensterbild malen. Fensterbilder finde ich persönlich ganz toll, weil die einfach schön aussehen. Wenn die Sonne reinscheint, dann leuchten die Farben schön bunt und sie sind wirklich einfach zu machen. Du musst kein Picasso dafür sein. Das kann wirklich jeder. Als allererstes musst du dir natürlich erstmal Fenstermalfarben besorgen. Die gibt's zum Beispiel im Bastelladen oder im Spielwarenladen. Bei Müller habe ich sie auch schon gesehen. Oder du schaust halt mal im Internet. Das Wichtigste ist die schwarze Konturenfarbe, mit der fangen wir an. Damit zeichnest du die Umrisse von deinem Bild, die später dann ausgemalt werden. Ein Taschentuch und vielleicht so ein Ohrenstäbchen, so ein Wattestäbchen, auch nicht schlecht, falls mal was daneben geht. Und eben halt bunte Farben nach deinem Geschmack. Und wenn du dir alle Farben besorgt hast, die du brauchst, dann brauchen wir nur noch eine Malvorlage. Es sei denn, du möchtest es frei zeichnen, das geht natürlich auch. Ich habe mir eine Malvorlage aus dem Internet rausgesucht. Da gibt es ganz, ganz viele, die man kostenlos ausdrucken kann. Ich empfehle dir für den Anfang ein eher kleineres und ein einfaches Bild dir auszusuchen, weil es auch ein bisschen anstrengend ist, die Flasche die ganze Zeit zusammenzudrücken. Und wenn du da eine große Fläche ausmalen musst, gleich am Anfang, dann tun dir die Finger weh. Dann brauchen wir natürlich als Malgrundlage eine Folie. Ich habe hier mal zwei verschiedene, dass du das mal siehst, was es so gibt. Die rechte war, glaube ich, sogar direkt dabei bei meinen Farben, die ich gekauft habe. Aber das ist eine ganz einfache Folie, die man eben nur auf das Papier drauflegt und dann darauf zeichnet. Dabei verrutscht man aber auch leicht. Deswegen nehme ich am liebsten so eine stinknormale Brieffolie zum Einstecken. Die geht wunderbar und es kann nichts verrutschen. So, und dann, nachdem du die Konturenfarbe mal ordentlich geschüttelt hast, kannst du anfangen, die Umrisse nachzumalen, einfach nach deiner Vorlage, wenn dann was rauskommt. Bei mir stand die Flasche schon etwas länger, weil ich seit ein paar Jahren schon nichts mehr gemacht habe. Aber das ist nicht so schlimm, dann kann man entweder mit einer Nadel vorne reinstecken oder bei mir ging es jetzt mit dem Taschentuch. Und bupp, dann kam gleich viel zu viel raus. Erst gar nichts und dann viel zu viel, aber dafür haben wir das Taschentuch da liegen und können es abwischen und dann einfach nochmal von vorne anfangen. Und schön die Linien einfach nachzeichnen. Wichtig dabei ist, dass du die Farbe immer hinterher ziehst und nicht schiebst, weil dann wird es nicht so schön. Also einfach so leicht drücken und den Farbstrahl hinterherziehen. So geht es am leichtesten. Es gibt auch Konturenfarbe, die dann vorne eine ganz dünne, feine Öffnung hat. Damit kannst du dann auch filigranere Zeichnungen machen. Meine hat jetzt eine etwas dickere Öffnung, sodass ein dickerer Farbstrahl rauskommt. Die Farbflasche solltest du gleich nach der Benutzung wieder verschließen, denn das trocknet auch gerne mal aus. Ich habe es jetzt auch hier noch ein bisschen abgeputzt mit dem Taschentuch. Ja, jetzt heißt es warten, bis die Farbe getrocknet ist. Also so ungefähr 4 Stunden sollte man schon warten. Das ist vielleicht der einzige Nachteil am Window-Color, dass man immer so lange warten muss. Aber irgendwann sind auch die 4 Stunden um und du kannst anfangen, ja, deine Figur auszumalen mit den Farben. Auch wieder schütteln und dann geht's los. Hier musst du einfach darauf achten, dass du die Farben immer schön bis an den Rand zeichnest. Also du kannst auch die Farbe so ein bisschen hinschieben zum Rand hin. Und ja, du solltest auch aufpassen, dass sich keine Luftbläschen bilden. Also wenn du mal ein Luftbläschen hast, dann kannst du es einfach auch mit der Flasche so ein bisschen zerstechen, dass es wieder aufgeht. Denn dann sieht es am Ende schöner aus. Wichtig ist, dass du eben die Farbe nicht zu dünn aufträgst, weil dann geht es nachher vielleicht kaputt, das Fensterbild, wenn du es ablöst von der Folie. Aber auch nicht zu dick, weil sonst hält es nicht so gut am Fenster. Also da muss man den guten Mittelweg finden. So, Flasche wieder verschließen und das nehme ich noch weiß dazu. Da ist mir ein kleines Malheur passiert mit dem Weiß, das ist so über die Kontur gelaufen. Da brauchen wir jetzt den Ohrenstöpsel, also das Wattestäbchen, und da kann man das ein bisschen wieder korrigieren, die Farbe wieder aufnehmen. Also ist alles halb so schlimm. Das sieht man am Ende auch nicht wirklich, wenn das dann am Fenster ist.
Ja, und dann heißt es wieder warten. Am besten lässt du dein Bild über Nacht trocknen, aber mindestens 6 Stunden. Also auf meiner Flasche steht sogar 24 Stunden. So viel Geduld habe ich aber nie. Nach 6 Stunden sollte es auch schon fertig sein. Falls dir langweilig ist, zwischendurch, kannst du ja schon mal das Fenster putzen, wo du das Bild hinmachen möchtest. Also es reicht eigentlich, wenn du die Stelle putzt, wo das Bild hinkommt, weil das hält dann einfach besser. Aber es sieht natürlich schöner aus, wenn das ganze Fenster geputzt ist und nicht nur der eine kleine Fleck. Außerdem, ja, wenn das ganze Fenster geputzt ist, sieht es schön aus. Wenn die Sonne reinscheint, strahlen die Farben schön von dem Bild. Also es schadet ja auch nicht, das Fenster mal zu putzen, muss aber wie gesagt nicht unbedingt sein. Irgendwann sind die 6 Stunden oder die Nacht auch um und dann prüfst du erstmal, ob die Farbe auch wirklich schon hart geworden ist, falls da noch was Weiches sein sollte, je nachdem, wie dick du halt gemalt hast, kann das sein, dann müsstest du es noch ein bisschen trocknen lassen. Und du siehst, es lässt sich relativ leicht ablösen. So, so sieht's aus. Und das klebt dann auch ganz gut am Fenster. Also braucht man nur festdrücken, gucken, dass keine Falten drin sind und fertig. Ich hoffe, es hat dir gefallen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.